So, jetzt geht's weiter. Wir sind aus Oslo raus und erstmal brauchen wir ein bisschen Gas, weil eine Flasche ist schon leer. Mal gucken, wer weiß, was im Norden so weiter ist. Also suchen wir uns eine Gastankstelle. Da ist eine. Wunderbar. Das ist schon mal in petto. So, erstmal einen Adapter draufschrauben. In Norwegen ist das so einer. Drücken und halten. Und schon geht's los. Wie man hört, strömt schön rein. Easy going. Und wenn man denkt, so eine Gastankstelle, die ist irgendwie an einer öffentlichen Tankstelle oder so, denkst du, die hier ist zum Beispiel in so einem alten Autohof, wo man Reifen wechseln kann und so. Also rechts, meistens im Industriegebiet. Dann zischt es, der Überdruck, und das war's schon. Und zack, sind wir fertig. Adapter runterschrauben. Speziell für Norwegen. Upsala. Speziell für Norwegen ist es dann halt der. Runterfahren kann auch mal, passiert nichts. Ja, und das war's. Und weiter geht's. Wir wollen ja zusehen, dass wir den größten Elch der Welt sehen. Mal gucken, der muss ja irgendwann kommen. Oh, aber diese Strecke ist toll hier. Jetzt aber weiter. Wo ist denn dieser Elch nur? Der muss doch irgendwann kommen. Soll an der Straße stehen, habe ich gehört. Hooray, hooray! Rechte Seite, da ist er. Mann, der ist ja am Glänzen. Daneben ist so ein kleiner Unterstand. Da werden erklärt, welche Tiere hier sonst noch so rumlaufen. Aber erstmal zum Elch. Foto machen und näher ran. Sieht man erstmal Chili unten drunter, wie groß der ist. Unglaublich. Also das ist der größte Elch der Welt. Naja, nicht ganz. In Kanada gibt es einen Elch aus Holz, der sieht nicht ganz so doll aus. Und da haben sie das Geweih höher gemacht, damit er wieder der größte der Welt ist. Aber für mich ist das hier der größte Elch der Welt. Und der hübscheste. Campingplatz Atna. Einmal durch den Wald durch und zack, sind wir schon da. Sieht toll aus hier. Und wie wir da stehen und gucken, wo man rein muss, kommt doch glatt so ein Wohnwagenfahrer, drängelt sich ganz dreist vor. Naja, wir haben Zeit. So stellen wir uns erstmal hin. Und sind glücklich, dass wir hier angekommen sind. Herrlich. Am nächsten Morgen scheint schon wieder die Sonne. Wir packen unsere Sachen zusammen und auf geht's. Wir wollen weiter Richtung Norden. Und querfeldein so eine kleine Straße. Weil da soll das Elchgebiet sein. Ich habe da viel drüber gelesen, dass da ganz viele Elche rumlaufen. Vielleicht finden wir ja einen richtigen Elch, nicht nur einen aus Stahl und Chrom. Mal schauen. Und im Vorbeifahren sehen wir dann auf einmal so eine kleine Aussichtsplattform. Die hat was ganz Besonderes, und zwar ist die so gebaut, dass er auf Stelzen ist, kein Fundament, richtig gegossen, damit man die Bäume und die Landschaft darunter erhält. Ganz toll gemacht, finde ich. Und dieser Ausblick, das soll das Panorama sein von einem norwegischen Künstler, der hier mal die Inspiration gesucht hat. Weiter geht's über so eine kleine Hochebene, da fahren wir lang und sehen zu, dass wir ja, zum nächsten Campingplatz kommen, weil die Zeit vergeht hier ziemlich schnell. Man fährt und fährt und fährt und fährt und schaut sich immer um und denkt, oh Mann, was für eine Aussicht. Und auf dem Weg
kommen wir natürlich auch an schönen Flüssen vorbei. Es ist ziemlich laut und es rauscht wie verrückt darunter, aber es sieht wunderschön aus. Ich meine, das Wetter tut natürlich sein eigenes dazu. Wir haben einfach Glück. Und nicht weit gefahren kommt ein Wasserfall. Mann, sieht das aus. Beeindruckend. Langsam kommen die Berge in Sicht und wenn man da so durchfährt, hier waren wir glaube ich schon mal. Ich meine aus dem Winter 2022 das noch zu kennen. Guck an, noch ein Wasserfall. Da hinten ist Hümerkroken. Da waren wir schon mal im Winter. Kann man auf einem YouTube-Video sehen, wo wir unser Luftfahrwerk haben reparieren lassen. 22. In 22 war das. Jetzt sind wir wieder hier im Sommer. Im Winter sah das schon ganz anders aus. Aber wir bringen Königswetter mit. Gerade noch ein bisschen vollgetankt. Dann suchen wir uns gleich mal einen schönen Campingplatz. Ja, zur Tankstelle sind wir da hingefahren und jetzt fahren wir einfach dieselbe Strecke wieder ein bisschen zurück. Und finden endlich unseren tollen Campingplatz. Zwar ein bisschen nah an der Straße dran, aber ich denke, da hört man nicht viel nachts. Außerdem schlafen wir sowieso wie die Murmeltiere. So, das sind die Duschen hier. Sieht sehr geräumig aus. Gut, kinderplatztechnisch, aber mega Ausblick. Hier Dusche, alles wunderbar. Mit Schrubber, ein paar Waschbecken. Hier für die Damen ebenso. Und hier 2 Bäder. Oh, ist doch auch wunderbar. Kann man machen. Am nächsten Morgen überlegen wir, was wir denn so tun. Die Sonne geht langsam auf. Ich lausche der Natur und den Vögeln und Chili schläft noch. Es ist hier wirklich wunderschön und diese Berge sind absolut beeindruckend. Tja, was tun wir? Eigentlich wollten wir natürlich zum Trollstiegen da hochfahren. Aber wie wir zwischendurch schon gehört haben und wie die Hinweisschilder hier auch überall zeigen, der ist leider gesperrt. Da gab es einen Felssturz oder Geröllsturz halt und dementsprechend haben sie ihn für das ganze Jahr 2024 gesperrt. Also kommt man da nicht hin, naja, mit dem Fahrrad kommt man da hin. Also fahren wir mit dem Fahrrad hoch, weil wenn die Straße gesperrt ist, vielleicht kommt man ja durch, mal gucken. Anscheinend wissen es nicht alle Wohnmobilisten, dass der Trollstiegen gesperrt ist, weil wir treffen einige, die da hochfahren und ihr Glück versuchen.
eine Schranke. Ja, und es ist zu. Es steht, nee, gesperrt. Hier darf man nicht mal als Fußgänger weitergehen, geschweige denn als Fahrradfahrer. Wir gucken uns von der Ferne schön die Wasserfälle noch an. Also geht's wieder ab zurück, zum Glück bergab mit dem Fahrrad, zum Campingplatz, und dann werden wir uns erstmal schön gütlich ans Wasser setzen und die schöne Landschaft genießen. Nach so einer langen Fahrradtour kann man sich auch gut die Füße kühlen. Badenixen sind hier und Einheimische, die schwimmen oder Kanu und SUP fahren. Wirklich ein Paradies. Ja, und am nächsten Morgen geht's weiter. Das Wetter ist nicht ganz so toll, aber wir wagen mal eine Fahrt, weil eigentlich ist das Ziel Richtung Atlantikbrücke, und vorher habe ich mir aber noch einen Platz rausgesucht und den steuern wir an, und das soll direkt am Meer sein. Ich möchte ja unbedingt noch angeln. Also bleibt dran, das wird spannend. In Kürze kommt das nächste Video. Wäre schön, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, und falls noch nicht geschehen, abonniert gerne meinen Kanal. In dem Sinne, bis später. Tschüss.